Im Serengeti-Reservat in Tansania leben zwei erwachsene Geparden zusammen. Der männliche Leopard hat einen muskulösen Körper und flinke Schritte. Die Leopardin ist nicht weniger flink und hat wachsame Augen. Beide Leoparden streifen oft durch die Graslandschaften und beobachten Herden von Antilopen und Hirschen. Sie leben lieber getrennt und schließen sich keiner anderen Leopardenherde an. Jeder Moment der Freiheit in der Steppe machte sie glücklich, als wäre dies ihr eigenes Territorium. Das Morgensonnenlicht beleuchtete ihr geflecktes Gefieder, das sich deutlich vom goldenen Gras abhob. Sie koordinieren ihre Jagd sehr gut und unterstützen sich gegenseitig bei jeder Verfolgungsjagd. Manchmal treibt der männliche Leopard die Beute in die Enge, während die Leopardin den Fluchtweg blockiert. Diese Zusammenarbeit hilft ihnen, ausreichend Nahrung zu finden. Eines Tages entdeckten sie ein Rehkitz, das gerade die Herde verlassen hatte. Der männliche Leopard näherte sich lautlos, während die Leopardin in einer Position wartete, um den Angriff abzuwehren. Das Reh rannte in Panik auf einen großen See mitten auf der Wiese zu. Die Leopardin nahm sofort die Verfolgung auf, in der Hoffnung, ihre Beute einzuholen, bevor sie entkommen konnte. Das Rehkitz hatte solche Angst, dass es direkt ins kalte Wasser sprang. Der Jagdinstinkt trieb die Leopardin dazu, ohne zu zögern ins Wasser zu stürzen. Der See war jedoch tiefer als er aussah, was es für die Leopardin schwierig machte. Es erkannte, dass es mit dem Rehkitz nicht mehr mithalten konnte. Erschöpft versuchte es umzudrehen und zurück zum Ufer zu schwimmen. Der männliche Leopard stand am Ufer und brüllte, als wolle er Gefahr signalisieren. Das Seewasser drang schnell in Maul und Nase der Leopardin ein. Er bekam keine Luft mehr und seine Sicht wurde verschwommen, weil er zu viel Wasser getrunken hatte. Dennoch kämpfte es und fand seine letzte Kraft. Schließlich berührte es mit seinen Füßen das seichte Wasser in Ufernähe. Als sie das Ufer erreichte, brach die Leopardin vor Erschöpfung zusammen. Der männliche Leopard eilte herbei und leckte das Fell seines Freundes, um ihn aufzuwecken. Das Brüllen des Leopardenmönchens hallte wieder und sorgte für eine angespannte Atmosphäre. Auf der Wiese näherte sich ein Naturschutzfahrzeug mit Touristen. Als Aaron, ein Veteran der Reserve, das Brüllen hörte, forderte er den Wagen auf, anzuhalten. Auch David, ein Biologe, der ebenfalls mit ihnen unterwegs war, stieg sofort aus dem Auto. Naomi, ein junges Mädchen mit medizinischen Kenntnissen über Wildtiere, folgt ihnen aufmerksam. Die drei gingen voller Sorge auf die beiden Leoparden zu. Der männliche Leopard duckt sich und knurrt warnend, wenn er Fremde sieht. Aaron bemerkte jedoch, dass die Leopardin regungslos war und immer noch Wasser aus ihrem Maul floss. Er wusste, dass dies ein Zeichen für Ertrinken war und erste Hilfe benötigte. David kam mit der Arzttasche in der Hand näher, den Blick noch immer auf den männlichen Leoparden gerichtet. Naomi holte ein großes Handtuch heraus und bereitete das Gerät zum Auspressen des Wassers vor. Der männliche Leopard beobachtete ihn, griff jedoch nicht an, vielleicht weil er spürte, dass ihm geholfen wurde. Aaron näherte sich und hob sanft den Kopf der Leopardin an, damit Naomi mit den Bauchstößen beginnen konnte. Wassertropfen flossen aus der Nase und dem Maul des Leoparden. Naomi wandte geduldig wilde Rettungstechniken an, um das Wasser aus ihren Lungen zu drücken. David half, indem er den Körper des Leoparden stabilisierte und verhinderte, dass er zuckte. Der männliche Leopard stand in der Nähe, seine Augen voller Angst, aber er war bereit, seinen Freund zu beschützen. Die Touristen im Bus waren still und beobachteten die seltene Rettungsszene. 5 Minuten vergingen und schließlich begann die Leopardin wieder zu atmen. Aaron und Naomi atmeten erleichtert auf und sahen sich mit freudigen Augen an. David bereitet die Injektion mit dem Genesungshilfsmittel vor. Der männliche Leopard knurrte beim Anblick der Nadel leise, griff jedoch nicht an. David injizierte der Leopardin vorsichtig eine Dosis in ihr Kalb, die ihr half, wachsamer zu werden. Naomi trocknete das nasse Fell des Leoparden mit einem Handtuch. Die Leopardin regte sich leicht und öffnete schwach ihre Augen, um sich umzusehen. Einen Moment lang war es von den Menschen, die es umgaben, fassungslos.
Der männliche Leopard senkte sofort seinen Kopf und berührte leicht die Leopardin. Beide gaben leise Geräusche von sich, als wollten sie sich gegenseitig trösten. Aaron drückte sanft gegen Naomis Schulter und signalisierte ihr, zurückzutreten, um der Leopardin etwas Platz zu machen. Naomi nickte und bewegte sich vorsichtig zurück. Die Leopardin knurrte leise, vielleicht um zu bestätigen, dass sie noch am Leben war. David sah Naomi an, lächelte und sagte, das haben wir gut gemacht. Aaron überprüfte erneut die Atmung der Leopardin. Seine Atmung wurde allmählich gleichmäßiger, er keuchte nicht mehr. Die Gruppe beschloss, dem Ganzen Zeit zu geben, sich zu beruhigen und neue Kraft zu schöpfen. Die Besucher begannen zu murmeln und bewunderten diesen Moment der Rettung. Der männliche Leopard sah die Leopardin an und leckte ihr noch feuchtes Fell. Er schien erleichtert, seinen Freund wach zu sehen. Naomi packte die medizinischen Vorräte zusammen und machte Platz für die beiden Leoparden. Die Leopardin stand langsam auf, ihr Körper zitterte noch immer leicht. Es sah Aaron, David und Naomi an, als ob es dankbar wäre. Der männliche Leopard knurrte leise und drehte seinen Kopf in Richtung Grasland. Es war später Nachmittag, der Sonnenuntergang färbte die Szenerie golden. Die beiden Leoparden schienen zu überlegen, ob sie gehen sollten oder nicht. Schließlich stieß der männliche Leopard ein leises Knurren aus und signalisierte damit, dass er sich bewegen solle. Die Leopardin folgte langsam, immer noch müde. Als sie wegging, blickte die Leopardin zu den Rettungskräften zurück. Seine Augen funkelten, vielleicht wollte er Dankbarkeit ausdrücken. Aaron lächelte warm und hob die Hand, um den beiden wilden Tieren zum Abschied zuzuwinken. David nickte Naomi zu und erinnerte sie daran, zurückzutreten, um den beiden Leoparden einen Weg freizugeben. Naomi winkte, voller Freude darüber, einem Leben geholfen zu haben, in die Natur zurückzukehren. 2 Leoparden gingen langsam über den Rasen und verschwanden allmählich im roten Boden. Nach diesem denkwürdigen Ereignis startete das Safari-Fahrzeug und setzte seine Fahrt fort. Die Sonne ging vollständig hinter dem Horizont unter und färbte das gesamte Reservat orange. Die Besucher unterhielten sich über das Wunder, dessen Zeuge sie gerade geworden waren. Aaron erklärt, wie wichtig der Gepardenschutz ist. David fügte hinzu, dass rechtzeitige Hilfe für die Tierwelt von unschätzbarem Wert sei. Naomi lehnte sich im Auto zurück, ihr Herz hämmerte wegen ihrer ersten Rettungserfahrung. In ihrem Herzen wurde ihre Liebe zu Tieren stärker. Es würde jeden bewegen, eine solche Verbindung zwischen Natur und Menschen zu sehen. Die beiden Leoparden gingen weg, vielleicht hatten sie einen sicheren Platz zum Ausruhen gefunden. Manchmal kann in der Wildnis rechtzeitige Hilfe das Schicksal ändern. Inmitten der gewaltigen Atmosphäre der Serengeti werden Mensch und Natur wieder miteinander verbunden. Und diese Geschichte über 2 Leoparden und ein Leopardenweibchen auf ihrem Überlebenskampf wird denjenigen, die sie miterlebt haben, für immer im Gedächtnis bleiben. Lieber Freund, vielen Dank, dass Sie sich die Zeit genommen haben, das ganze Video anzuschauen. Vergessen Sie nicht, den Kanal zu liken und zu abonnieren, um uns zu unterstützen. Auf Wiedersehen und bis zu den nächsten Folgen.